Leute, ich verlose zusammen mit meinem Sponsor Hi ein iPhone 14 und eine Apple Watch Series 8 in deiner Wunschfarbe an 2 Gewinner von euch da draußen. Alles, was du dazu tun musst, ist mit dem eingeblendeten Code hier ein Produkt auf der Webseite kaufen und damit bist du automatisch beim Gewinnspiel dabei. Podcast zu machen ist seit langem das absolut Geilste in meinem Leben. Deswegen würde ich mich unglaublich freuen, wenn ihr bei dem Gewinnspiel mitmacht und mich damit unterstützt, damit ich auch in Zukunft noch richtig geilen Content für euch machen kann. Die Chancen, dass du gewinnst, sind verdammt hoch, deswegen abonniere außerdem noch den Kanal, um die Updates zum Gewinnspiel nicht zu verpassen und natürlich die nächsten Folgen des Podcasts nicht. Ich habe die nächsten 15 Stück schon vorproduziert und droppe jetzt jede Woche einen davon. Also viel Spaß mit der heutigen Episode. Let's go! Und dann sagen sie vielleicht, okay, ja, der ist vielleicht wirklich seriös. Im Vergleich zu, okay, das ist einfach just another Podcaster. Ja, I see what you did there. Ja, gut, jetzt fangen wir mit den richtigen Fragen an. Ja, ist so viel drum herum geredet. Also ich weiß nicht, ob da irgendeine Frage jetzt gerade dabei war, aber... wir haben eine mal so angestriffen, aber die wichtigste, die interessanteste Frage, die ich dir eigentlich stellen will, ist so, also... Ich will es am ersten schon ablesen, weil ich die so gut geschrieben habe. Ne? Okay, ja, hau raus. Okay. Was ich und die meisten Leute wahrscheinlich am liebsten wissen wollen ist, wie fühlt es sich an, als Skispringer bei der Vierschanzentournee auf einer über 100 Meter langen Schanze hinunterzuschauen und unten über 25.000 Leute zu sehen und diese dann auch noch herunterzuspringen. Weil das Gefühl bekommen so unglaublich wenig Leute auf dieser Welt. Deswegen erklär mal, wie fühlt sich das an? Atemberaubend, wirklich. Es ist, ich habe das schon oft im Fernsehen sagen müssen oder dürfen, weil ich erzähle davon so gerne. Meine erste Tournee war ja schon bevor jetzt der letzte Tournee letztes Jahr, wo ich jetzt eigentlich ein recht gutes Ergebnis gemacht habe, meiner Meinung nach. Deiner Meinung nach, ja, safe. Das war so geil, Alter. Ja, I'm gonna stay humble, you know. Ja, verständlich. Nee, aber es ist atemberaubend. Also bei meiner allerersten Tournee bin ich oben auf dem Balken gesessen und mein Trainer hat die Fahne in die Luft gehalten. Und wenn du unten ein deutsches Fahnenmeer siehst und dein Trainer hat eine deutsche Fahne in der Hand, du siehst die Fahne von deinem Trainer nicht. Ja. Jetzt saß ich da oben auf dem Balken, ne, unten und jetzt kommt Philipp Raimund und ich sitze da oben so, nervous as fuck, oder? Ja. Und dann sehe ich die Fahne von meinem Trainer und dann sehe ich sie nicht und denke mir so, scheiße, hat der jetzt schon abgewunken? Guckst du auf den Bildschirm, ne, weil wir sehen ja so eine Ampel letztendlich, ne, gelb, grün und dann ist grün gewesen, dann schaue ich so rüber, so, wo ist er? Und dann habe ich doch die Fahne noch gesehen und dann bin ich losgefahren und dann im Flug bekommt man wirklich gar nichts mit. Das ist, weil du voll im Fokus bist. Absolut. Aber ich kann sagen, vorm Sprung, der Blick nach unten, 25.000 Leute, die da stehen und alle mit der Fahne wedeln. Voll geil. Damals hat mir noch keiner meinen Namen gekannt. Ne? Ja. Zur Tournee eigentlich dieses Jahr ist eigentlich an sich auch nicht so direkt. Aber es war nun mal was anderes, weil ich bin gut gewesen. Das kommt dazu. Das ist natürlich beim Sport immer so. Wenn du letztendlich gut bist. Ne? Macht ja auch Sinn. Ja. Und letztendlich das Geilste war, bei meiner ersten Tournee aber bin ich gegen Karl Geiger gesprungen, mit dem ich jetzt ja auch zusammen trainiere und mit dem ich mich auch super verstehe. Und das war brutal, weil ich habe das nicht gekannt. Ne? Bei uns in der zweiten Liga, da gibt es vielleicht 100 Zuschauer, das war's. Und auf einmal standen da 25.000 Leute und in der Tournee hast du ja dieses Duell. Da musst du ja gegen einen springen und den probieren zu besiegen. Und ich musste gegen Karl springen. Ne? Und Karl ist Oberstdorfer. Ja, und was dachtest du dir dabei? Ich kann das gar nicht in Worte fassen, weil steh mal in einem Kessel von 25.000 Leute und alle schreien in deine Richtung, ne? Weil die hinter dir sitzen, schreien nach vorne, die rechts sitzen, schreien auch zu dir und die links sitzen genauso. Das heißt, die schreien alle Karl Geiger oder generell jubeln voll und schreien dieses Zieh, das beim Skispringen so, ne, wie jeder kennt. Das ist brutal, das ist ja da und ich so. Das macht so ein bisschen süchtig, muss ich sagen, muss ich ehrlich sagen. Das glaube ich. Ne, es ist einfach was Unbeschreibliches, so viele Leute da zu haben, die auch dann zum Beispiel jetzt eben auch Garmisch-Partenkirchen war einfach ein Fanclub da, die haben einfach dann, oder nee, es war in Oberstdorf. Oberstdorf saßen die oben und haben dann die ganze Zeit irgendeinen Philipp Raimund-Song gesungen. Okay. Und ich habe gedacht so, erstens, woher kennt ihr mich? Ja. Und zweitens, so like, ne, das war so warum ich, ne? Du denkst dir so, ey, ich bin doch eigentlich, ne, mich kennt doch eigentlich kein Idiot. Ja. Ne? Ich sitze da und denke mir so, ja, mich kennt doch keiner, aber woher kennt ihr mich? Und zweitens, warum macht ihr so eine Stimmung mit, ne, Lied singen, was weiß ich was? Und deswegen, also ich kann nur sagen, es ist atemberaubend, ich kann es wirklich nicht in Worte fassen, weil es einfach, das muss man erlebt haben, um
es mitfühlen zu können, Ja. weil oder in meinem Fußballspiel sind es ja noch mehr. Ja, klar. Ne? Aber wirklich voll geil. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ist schon, ich glaube, vor allem das ist halt so ein Gefühl, das bekommt wirklich so unglaublich wenig Leute. Ja, Das ist halt stimmt. krank. Erstmal den irgendwie. Luxus zu haben, beziehungsweise ich sag mal, beim Sport ist es weniger Luxus, würde ich behaupten, weil letztendlich im Sport ist es ja so, dass immer dein Können zählt, beziehungsweise es zählt immer Ja. letztendlich deine Leistung. Und deswegen ist es mehr oder weniger ein Luxus, letztendlich zu sagen, okay, ich bin hier und darf das erleben, weil es vergessen immer sehr, sehr viele Leute der Weg, der dahinter steckt, um überhaupt dahin zu kommen. Ich bin seit 17 Jahren am Skispringen. Mhm. Ich habe 17 Jahre lang auf so viele Sachen verzichten müssen, dass ich letztendlich wenig Zeit für Freunde hatte oder Leute, die halt in meinem Alter gefeiert haben. Ne? Ja, du klar. jetzt beispielsweise auch, du bist feiern Ja. gewesen. Und ja, ich. nicht immer. Kollege. Ja, okay, ich meine mit 16 schon, ja. Ab 18 hat es dann aufgehört. Ja, bei mir hat es eigentlich mit 18 eigentlich angefangen, weil da hatte ich meinen ersten, ich glaube, da mit 17 war es, da hatte ich meine erste richtige Feier gehabt, weil ich dann Juniorenweltmeister geworden bin im Team. Okay. Davor war ich nie irgendwo unterwegs, Mhm. weil ich hatte die Zeit dazu nicht. Ja, klar. Und dann haben sie gesagt, so, ja, wir schmeißen jetzt eine Feier wegen dir. Gut so. Und dann habe ich gesagt, so, Leute, müsst ihr nicht, ne? Voll geil. Also wirklich, Okay. und deswegen sage ich, es ist weniger ein Luxus, sondern eher mehr eine Leistung, die letztendlich dahin gekommen ist. Es ist Ja. generell die ganzen Leute, die halt eben überhaupt erstmal irgendwo oben angekommen sind. Ich finde, man sieht immer sehr, sehr selten den Weg, weil man den vielleicht auch Ja. von der Person einfach nicht transparent sehen kann. Ja, klar. Aber ich finde auch vor allem beim Sport muss man vor allem die Leistung sehr, sehr respektieren. Aber es ist trotzdem natürlich ein Luxus, dort oben zu sein, weil es wollen sehr, sehr viele diesen Spot haben. Es wollen sehr, sehr viele das Ja, machen. absolut. Deswegen musst du ihn halt auch verteidigen und dann halt eben, ja, dein Bestes geben. Und deswegen hast du halt auch immer dauerhaft eigentlich einen Leistungsdruck. Du hast gerade gesagt, du machst Skispringen jetzt schon seit 17 Jahren. Ja. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Skispringen zu machen? Also ich meine, wir sind ja in Oberstdorf groß geworden, da ist es ja relativ bekannt. Okay, stimmt. Du bist nicht. groß Genau, geworden in stimmt. Oberstdorf. Du bist gar nicht in Oberstdorf. Stimmt, Das ganz ist vergessen. richtig, ja. Stimmt, ich dachte gerade an unsere Schulzeit, deswegen. Ja, die war auch Stimmt. gut. Die war richtig Ja, gut. wann bist du damals nach Oberstdorf gekommen? 2009 war das, glaube ich. Also schon mit 9. Irgendwie sowas. Erst mit 9 dann. 2011, keine Ahnung. Okay, und wie bist du dann bei dir, Also- für die Zuschauer, wo kommst du nochmal Ja. her? Ich bin gebürtiger Göppinger. Ich bin dann mit, glaube 2-3 Jahren von Göppingen letztendlich nach Füssen gezogen, Halblech. Mhm. Habe dann dort gewohnt, bin dann auch dort viel Ski gefahren und dann hat mein Dad letztendlich dort, der war davor schon Trainer letztendlich in der Schweiz für Kombination. Der ist dann in Füssen, hat diesen Standort dort aufgebaut und hat gesagt, okay, er übernimmt jetzt den Standort in Füssen, näher bei der Familie etc. Und dann, ja, letztendlich diesen Standort aufgebaut. Ich bin dann dort so letztendlich, konnte dann dort weiterspringen, weil ich hatte dann mit 4 oder 5 bin ich nämlich noch in Degenfeld damals gesprungen mit meinem großen Bruder. Mhm. Der ist auch derjenige, der mich letztendlich überhaupt dazu gebracht hat, weil Ja, Gruß geht raus an Fabian. richtig, Gruß geht raus an meinen Bro, weil ohne den hätte ich nie angefangen, ohne den wäre ich jetzt nicht hier, weil ich bin ich wollte immer besser sein als mein Bruder. Das kenne ich. Deswegen war das für mich unakzeptabel, Mhm. dass er Skispringt und ich nicht. Ja, okay. Ja. Und so bist du dann aufs Skispringen Genau, so bin gekommen? ich auf Skispringen gekommen Okay. und dann letztendlich Lebensgeschichte, ne? Dann nach Halblech gezogen, dann mein Dad mit Stützpunkt, dort dann weiter trainiert, letztendlich irgendwann Schanzen zu klein geworden, nach Mhm. Oberstdorf gezogen und dann in Oberstdorf jetzt seitdem geblieben. Seid ihr dann nur nach Oberstdorf gezogen wegen der Schanze, oder? Hauptsächlich, ja, mein Dad hat letztendlich auch nochmal dort dann einen Beruf bekommen dann Okay. danach. Es war aber halt einfach so, meine Mom, also wirklich, ich bin ihr so dankbar, dass sie Mhm. das gemacht hat, weil letztendlich die Schanzen sind zu klein geworden. Mhm. Und dann war letztendlich das Problem, dass meine Mom jeden Tag eine Dreiviertelstunde oder nee, länger, ich glaube Stunde 15 musstest du damals nach Füssen fahren, Mhm. weil damals gab es die Autobahn noch nicht. Okay. Das heißt, du musstest außen rumgurken durch die ganzen Dörfer. Ja. Ist dann eine Stunde 15 hingefahren. Mhm. Dann hatte erst ich oder mein Bruder Training, danach dann eben andersrum, ne? Weil wir hatten immer hintereinander Training. Das heißt, erst mein Bruder, dann ich. Wir haben dann die Zeit genutzt, um währenddessen Hausaufgaben zu machen, während der andere Training Ja. hatte. Und dann sind wir zurückgefahren. Okay. Das heißt, wir wurden nach der Schule um 13 Uhr abgeholt, sind da hochgegurkt, haben dann dort Training gemacht. Dann habe ich Hausaufgaben gemacht, während mein Bruder Training hatte. Uff. Dann sind wir um 17 Uhr wieder losgefahren und waren dann 18:30 Uhr daheim. Und das jeden Tag, wenn wir in Füssen gewohnt haben Krass. und in Oberstdorf trainiert haben. Das ist krank. Das ist wirklich, also hätten das meine Mom nicht gemacht, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr beim Skispringen geblieben. Ja. Fußballer wäre ich trotzdem nicht geworden, weil das ist nichts für mich. Aber ja. trotzdem, Skispringen, ich bin wirklich dankbar, dass erstens mein Dad das als Trainer auch so gut gemacht hat und zweitens Ja. meine Mom das überhaupt auf sich genommen hat. Dann meine Schwester ist dann auch noch gesprungen etc. Aber ja, seitdem halt eben in Oberstdorf und ja, bin der Letzte in der Familie, der noch
Ski springt. Mein Dad ist immer noch Trainer. Ganz wichtig, der Beste. Du hast dein Ziel erreicht. Ich bin besser als mein Bruder, aber ich muss sagen, das ist, er hat das Potenzial auf jeden Fall gehabt. Das Problem war, er hatte pfeifisches Drüsenfieber bekommen. Ja, genau. Und deswegen hat er die Chance dazu eigentlich nicht mehr gehabt. Ja. Also krankheitsbedingt hat er aufhören müssen. Das ist natürlich eher schade, weil der hatte wirklich das Potenzial gehabt. Aber ich bin jetzt besser als mein Bruder auf jeden Fall. Ja, aber alles, was er jetzt kann, ne, mit Musik und alles drum dran, da ist er 5000 Mal besser als ich. Das stimmt absolut. Ja, klar, einen Tod muss man sterben. Das ist richtig. Aber ich habe den Skisprungkampf gewonnen. Ja, immerhin. Ja. Da geht auch immer noch ein Gruß an Katrin raus. Ey, ja, meine Eltern, ich bin euch generell so dankbar. Ganze Familie, absolut. Ja. Saugeil. Also die hat schon einiges für euch gegeben. Das habe ich auch immer mitbekommen. Ja. Also das war eine wahre Mutter, das absoluten Respekt, was das angeht. Das ist wirklich krass. Saugeil. Und mein Dad wäre ich auch nicht, weil der hat mir so viel beigebracht, was Skispringen angeht, ne? Ja, dein Dad ist sowieso der Geilste. Nee, der Typ ist so geil, oder? Der ist so cool drauf, Mann. Generell meine Familie ist so geil drauf. Ja, ne? Also absolut. bei uns, es gibt gefühlt kein Geheimnis. Man labert über alles, es ist nur Dummgelaber und sonst was. Ja. Na, was hier für Sachen dort rausgehauen werden, was für zweideutige Sachen. Wir müssten mal einen Familienpodcast aufnehmen. Oh, damn, das wäre so lustig, ich sag's dir. Den könntest du dir nicht anhören, weil jeder zwischen rein redet. Ja, also, du müsstest nur ein Mikrofon hinstellen bei uns am Esstisch. Das geht nicht, weil du hörst letztendlich keinen einzelnen Reden, weil immer irgendjemand dazwischen labert. Das ist so crazy. Ja. Deine Familie ist schon eine ganz spezielle, aber... Oh ja. aber eine speziell geile. Das ist richtig, ja, so würde ich es auch sagen. Deine Familie, echt beste, absolut. Ja. Okay, und wie sieht dann dein aktueller Trainingsplan beziehungsweise so dein Tagesablauf als Skispringer aus? Actually gar nicht so viel, wie sich wahrscheinlich manche Leute denken. Aktives Training habe ich 2 bis 3 Stunden am Tag, je nachdem, was für ein Training. Also aktuell sieht der Trainingsplan so aus: Montag, Mittwoch, Freitag Krafttraining und Dienstag, Donnerstags Springen. Okay. Also Sprungtraining. Dann kommt noch einmal eine Inliner-Einheit dazu. Die Sache ist aber, ich erzähle es den Leuten immer so, dass es Sportler sein ist ein Lifestyle. Sportler sein ist nicht eine Entscheidung, die man letztendlich trifft, sondern man muss Sport leben, wenn man es professionell machen will. So. Und letztendlich ist es so, dass du ja nicht einfach aufhörst, Sportler zu sein, in dem Moment, wo du mit dem Training fertig bist. Es gehört ja so viel dazu wie Gewicht, Mentalität. Ne, den Körper letztendlich auf Vordermann bringen oder halt dich zu regenerieren. Letztendlich den Körper mit Dehnen und sonst irgendwas vorwärts bringen. Koordinative Sachen, dass du letztendlich halt dein Potenzial noch mehr ausbauen kannst, weil du willst ja der Beste sein. Ja, klar. Du willst nicht irgendwie hier Nummer 50 sein, du willst ja ganz oben irgendwann mal stehen. Ja. Deswegen musst du dich eigentlich konsequent eigentlich immer weiter nach vorne pushen, dass du irgendwann halt wirklich dann ganz da oben ankommst. Und deswegen habe ich aktives Training vielleicht 2-3 Stunden pro Tag oder halt manchmal dann 2-mal am Tag Training und dann natürlich die Lehrgänge. Aber du bist Sportler von 0 Uhr bis 24 Uhr. Okay, und so wie du sagst, also das ist dein Ziel als Skispringer? Sozusagen die Nummer 1 zu werden? Oder ich habe persönlich, ich bin persönlich einer, ich habe nicht so ein Ziel, dass ich sage, ich will irgendwann mal der Beste sein oder die Olympiamedaille erreichen oder sonst irgendwie was. Ich persönlich, ich bin sehr, sehr akribisch und ich messe mich immer an dem, was ich schon konnte. Und ich will einfach selber Perfektion erreichen. Das heißt, ich will einfach da sein und will probieren, immer besser zu werden. Wo das letztendlich irgendwann hinreicht, weiß ich nicht. Das ist mir auch persönlich egal, weil mein Ziel ist es letztendlich bis zum Ende immer besser zu werden, bis ich irgendwann nicht mehr kann oder bis ich irgendwann sage, okay, jetzt habe ich letztendlich keine Lust mehr drauf. Okay. Und deswegen ist es mein Ziel letztendlich einfach nur, jetzt die Treppe immer weiter nach oben zu laufen. Vielleicht muss ich mal eine Treppe zurück, vielleicht muss ich auch einen Aufzug mal nach unten nehmen und dann wieder nach oben zu laufen. Ja. Gehört einfach alles dazu. Ne? Sport ist nicht immer nur nach vorne. Eine Rakete fliegt zwar geradeaus, aber schlechtes Beispiel. Das ist ein sehr schlechtes Beispiel. Okay, was ist noch ein gutes Beispiel? Ein Fluss, der fließt auch in Kurven und nicht geradeaus. Na, super, hab ich mich doch gerettet. Bist schnell drauf gekommen, Alter. Okay, aber was ist dann die treibende Kraft bei dir beim Skispringen? Ist es Geld oder möchtest du... nee. Erzähl weiter, oder möchtest du? Ja, oder möchtest du einfach, wie du sagst, besser sein, als du es gestern warst? Genau, also letztendlich ist das eigentlich den Antriebskraft, den ich habe. Einfach letztendlich die Perfektion, die ich mir selber vorschreibe, ne? Diesen Druck, den ich mir selber mache, dass ich einfach wirklich immer besser werden will. Ja. Ich weiß eigentlich gar nicht so wirklich, wofür ich es tue, weil Geld ist es definitiv nicht. Es ist auch nicht wirklich das Ansehen oder sowas, das ich dadurch erreiche. Ich bin einfach nur aktuell glücklich, so wie ich das mache. Und was kann besser sein, als glücklich zu sein und dann, ne? Ich meine, was will man mehr? Klar.
klar, das Geld ist nebenher natürlich super, was man dann währenddessen verdient und natürlich auch das Verhältnis zu meiner Familie auch mega, ne? Das heißt, ich bin mit denen natürlich immer noch am Korrespondieren und so weiter. Wir wohnen ja auch noch nur 10 Minuten auseinander, das könnte sich ja auch noch ändern oder sonst irgendwie was. Deswegen, es ist einfach, ich habe einfach meinen Spaß daran mit dem, was ich aktuell mache und deswegen gibt es für mich eigentlich keinen anderen Antrieb, als einfach happy zu sein und das Ding einfach weiter durchzuziehen und halt einfach meine eigene Aktivität einfach, ja, gerecht zu werden. Okay, finde ich geil. Das ist ein gutes Ziel. Vor allem, das ist auch nicht so ein Ziel, das, beziehungsweise, ja, wie sage ich am besten, das ist einfach nicht so, ja, so ein Ziel, das du nicht erreichen kannst im Prinzip. Weißt du, wie ich meine? Sondern, ja. Ja, es ist schwer zu beschreiben. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das Ding ist natürlich, wer hoch stapelt, kann tief fallen. Ja. Erstens das. Zweitens, wer die Ziele zu hoch setzt, ne, ist auch das Problem, dass du es dann unendlich weit entfernt erscheint. Kleine Ziele zu setzen ist wichtig, aber man braucht eigentlich auch große Ziele. Und das ist so ein bisschen das Problem, das ich eigentlich habe. Weil ich habe eigentlich nicht das große Ziel. Klar, ich sage mir letztendlich, ich will schon irgendwann gewinnen. Das heißt, ich habe ja ein Ziel letztendlich irgendwo. Ja. Aber die Sache ist halt, wie soll ich sagen, ist halt dieses, viele Sportler brauchen ein großes Ziel, das zu verfolgen und zu sagen, okay, ich will irgendwann der Allerbeste von allen sein und dafür trainiere ich jeden Tag. Bei mir ist es aber halt einfach eher diese eigene Perfektion, die ich habe. Aber man darf das nicht unterschätzen und einfach nur zu sagen, so ja, dem sein eigenes Ziel ist einfach nur besser zu werden. Ja. Weil diesen Kampf, den ich mit mir selber habe, und jeden Tag durchzubeißen, zu sagen, ey, ich will unbedingt das Stück besser machen. Das kann natürlich auch an einem zehren. War das dann schon mal ein Problem für dich, dass du dir selber zu viel Druck gemacht hast und so weiter? Ja, ich bin auch eigentlich eine Person, die scheißt sich nichts und sagt, mir ist scheißegal, was die anderen Leute eigentlich zu mir sagen. Ja. Es gab eine Zeit, da habe ich mich zu viel letztendlich von anderen Leuten beeinflussen lassen, beziehungsweise mir manipulieren lassen oder wie auch immer das Von man was das nennen für soll. Leuten? Also im Sinne von Familie, Freunde oder einfach nur Randoms aus dem Internet? Randoms aus dem Internet nicht, Familie nicht, Freunde nicht, aber mehr dazu sage ich nicht. Okay. Ja. Will ich letztendlich, ich will jetzt hier niemanden irgendwie in die Scheiße rein oder sonst irgendwie was, gut. weil alles gut, so war die Frage weniger. Da ist jetzt auch letztendlich auch wieder, letztendlich auch aktuell wieder alles gut. Also ich habe mit den Personen auch immer noch Kontakt. Okay. Aber ich habe mich zu dem Zeitpunkt ein bisschen beeinflussen lassen, weil letztendlich ist sehr, sehr viel Selbstvertrauen beim Skispringen gefragt. Ja, klar. Weil letztendlich ist so eine bescheuerte Chance, sich runterzuschmeißen. Ja. Macht es mal. Ne? Ganz ehrlich, der Sport ist auch eigentlich ziemlich... ist fucking verrückt, Alter. Der ist schon crazy wie Sau. Ganz ehrlich. Aber ja, es gab mal so ein paar Momente, wo ich dann letztendlich mir selber den Druck, der von außen kam, letztendlich nicht gerecht wurde und mich das ganz schön an die mentale Grenze geschoben hat. Ja. Wo ich dann letztendlich auch Psychologen oder Mentaltraining gebraucht habe, dass ich letztendlich da durchkomme. Aber ich habe meinen Weg letztendlich gefunden und habe letztendlich gemerkt, dass es reicht, einfach ich selber zu sein. Und dass ich nicht auf das hören muss, was die anderen Leute zu mir sagen. Ja. Was wissen die von mir? Gar nichts. Absolut gar nichts. Ja. Gar nichts. Ja. Also, ja, stimmt schon. Vor allem gerade hat man ja zum Beispiel auch gerade bei der Vierschanzentournee oder sowas gesehen, wenn du ein bisschen mehr Promotion bekommen hast und sowas, wie gut es ankommt, wenn du einfach nur tatsächlich du selber bist. Und vor allem, du hast halt einfach kein Schauspiel dadurch. Du musst dich nicht verstellen, das ist nicht anstrengender, sondern du bist einfach nur du selbst. Das ist ja so geil. Ich mache ja nichts anderes. Ja. Na, also ich meine, deine Mom ist letztens zu mir gekommen, hat zu mir gesagt, so ja, ich habe sie, wo war das, glaube ich, habe sie im Rewe getroffen oder sowas. Ja. Dann hat sie gesagt, so ja, super, wie du dich da an der Tournee verkauft hast und was weiß ich was. Und auch meine Familie, die Bekannten aus der Familie, die sagen auch so, ja, hast super verkauft, super gemacht, was weiß ich was. Aber letztendlich hast du dich nicht verkauft. Ich habe mich nicht verkauft. Genau. Das ist dann immer das, wo ich sag so, ja, also eigentlich habe ich nichts Besonderes gemacht. Es ist ja weniger gemacht. So ein Verkauf im Sinne von, du hast geschauspielt, sondern ein Verkauf im Sinne von Marketing gemacht, so mehr oder weniger. Ja, und das geht jetzt nicht darum, wahrscheinlich auch dieses durch die Blume zu sagen, okay, du hast dich gut geschlagen. Genau. Ja, genau. Aber dieses Wort verkaufen. Ja, ist nicht das passende Wort dafür. Es passt in gewisser Weise, weil letztendlich wäre ich zu meinem aktuellen Sponsor nie gekommen, wenn ich dir in der Vierschanzentournee nicht verkauft hätte. Ne? Also, weil der hat mich über einen Instagram-Account von seiner Freundin oder seiner Frau hat er mich angeschrieben. Und ich saß dann da, Bischofshofen, gucke auf mein Handy drauf und dann schreibt mir jemand über Instagram, ist in meine DMs geslidet, sag ich jetzt mal, ne? Und dann steht dann so sein Angebot drin und was weiß ich was. Ich so, Alter, das ist ja mal so massiv unseriös. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, meint das wirklich ernst und was weiß ich was. Und deswegen, und so es ist letztendlich sogar wirklich was bei rausgekommen. Das ist eigentlich das Geile, oder? Weil letztendlich, ich habe ja kein Management, ne? Also ich mache das alles selber, weil ich sag, brauche ich nicht. Ich brauche nicht jemanden, der letztendlich für mich
ne, hier Autogrammkarten macht oder Fanpost beantwortet. Das mache ich alles selber. Ich glaube, deine Mom hilft dir doch mittlerweile, Genau, oder? meine Mom macht jetzt halt die Buchhaltung. Ah ja, okay. Das heißt halt, sie macht die Buchhaltung und dafür bin ich massiv dankbar, weil absolut. Scheiße, habe ich keinen Überblick. Alter. Ja, verständlich. Mathe 6 Punkte, lassen grüßen. Das sind immerhin 6 Punkte, aber trotzdem, also nee, darauf habe ich keinen Bock. Absolut nicht. Ja, klar, okay. Ich finde es manchmal krank, wie so ein Social-Media-Post oder sowas einfach alles ändern kann. In so einem Augenblick. Gerade zum Beispiel du postest einfach nur auf Social Media, auch wahrscheinlich, weil es dir Bock macht, aber auch natürlich, weil du es musst. Aber dann kommt halt irgendwie eines Tages, kommt dann mal der Sponsor auf dich zu, findet dich komplett random über den Account von seiner Frau und daraus entsteht dann so ein Riesengeschäft, das ist halt crazy, finde ich. Das ist halt das Faszinierende. So. Ich finde Social Media auch sehr, sehr cool. Es kann natürlich ein Segen und ein Fluch sein, ne? Exakt, genau. Weil wenn du letztendlich als Sportler viel viel Präsenz hast, dann ist natürlich das Problem, dass du letztendlich auch auch Kommentare bekommst, die halt vielleicht nicht so schön sind, ne? Ja. Ich habe mal irgendeinen Kommentar irgendwo gelesen gehabt, wo ein drunter steht, so ein Selbstdarsteller. Und dann denke ich mir so, fuck you. Ja. Was willst du eigentlich von mir? Und das Schlimme ist ja, obwohl ich so viel Fuck auf alles andere gebe eigentlich, sowas nervt dich trotzdem. Ja, das ist dann trotzdem so ein Kommentar und denkst dir so, was will der jetzt? Hat sich ein Selbstdarsteller? Und denkst den ganzen Tag drüber nach. Ja, man kennt's. So eine Scheiße. Aber das habe ich jetzt auch schon wieder aus dem Kopf gelöscht, obwohl ich jetzt gerade mir wieder eingefallen ist. Ne? Genau, da denkst du doch jeden Tag dran. Nein, jeden Tag vorm Einschlafen. Ja, du musst es so machen wie David Goggins, der nimmt die Hate-Kommentare von seinen Hatern auf und hört sich die auf Dauerschleife beim Training einfach an, einfach nur um den Leuten zu widerlegen, dass er besser ist als sowas. So musst du es machen. Ja, das ist natürlich... das ist badass. Das ist badass, ja. Sowas zu machen, ist wirklich das machen nicht viele Leute. So, hallo Lilly. Hi. Grüß dich. Hast du hergefunden mit meinem Video? Hörst schon, ja? Super. Wie fandest du seinen Arsch? Ach so, ja. Ich habe auf seinen Arsch drauf gefilmt. Welcher Arsch? Geiler Scheiß. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Was sagst du? Das schaut voll nice aus. Ja, ist schon ein cooles Studio hier, ne? Das ist richtig gut, ja. Ja, gefällt mir schon auch. Professionell, guck dir den mal an. Der ist ein Profi in Person. Zweite Episode, beziehungsweise dritte Episode und direkt hier. Ja. Das ist schon geil, oder? Ne, die erste ist draußen, die zweite habe ich heute Morgen aufgenommen. Genau. Das ist die dritte jetzt. Das ist die dritte, genau. Aber ich muss schauen, ob ich die Podcasts nicht irgendwie in einer anderen Reihenfolge mache. Das ist vollkommen freigestellt. Da schaue ich dann mal noch, wie das Ganze ist. Die wird sowieso dann erst in 1-2 Wochen oder so kommen, wenn ich die ganzen Werbeclips und sowas noch aufgenommen habe. Ich muss ja auch noch hier für das Werk 1 muss ich auch noch einen Werbeclip aufnehmen. Oder darf ich eher? Ich wollte gerade sagen, das ist eine massive Chance, die du hier von Werk 1 bekommst. Absolut. Das ist brutal geil. Absolut. Vor allem, ich feiere es hier halt auch. Die Leute sind so höflich. Ja. Auch vorhin, ne? Die eine macht ja einfach die scheiß Tür auf. In Munich. Es ist einfach so geil hier. Aber wirklich, muss ich sagen, ja, das gefällt mir hier. Jeder von da draußen, wenn er mal in München ist und irgendwie irgendwas mit Unternehmertum oder sowas zu tun haben möchte, unbedingt hierher kommen. Gerade in das Werk 1 Café oder sowas. Jason braucht Freunde. Ja, ich suche Freunde aktiv. Sprecht mich an. Ich habe immer ein T-Shirt an, auf dem steht Introvert, please talk to me. Deswegen. Das braucht meine Freundin auch. Ich wollte es gerade sagen. Nach einem kurzen Werbespot geht's weiter. Da mache ich die Werbung rein. Mit Philipp Raimund und Jason Martin. Geil. Ja, die nächste Frage, die ich an dich hatte, nachdem wir jetzt... Die du hast, nicht hattest. Oh, sorry. Okay, dann Cut. Cut. Ja, die nächste Frage, die ich an dich habe, ist, nachdem wir jetzt so viel über deine Karriere geredet haben, was planst du denn nach deiner Karriere? Weil Skispringen ist natürlich nicht für immer. Good point. Ich habe schon öfters drüber nachgedacht. Nicht, dass ich jetzt drüber nachgedacht habe, aufzuhören, aber man macht sich ja trotzdem Gedanken. Ne? Man will ja irgendwie wissen, wie es weitergeht. Man weiß auch, Sport kann man nicht ewig machen. Ne? Vielleicht mit 35 oder sowas geht es einfach nicht mehr. Ich habe ja, wie vorhin schon gesagt, dass ich nebenher mal vielleicht ein bisschen Mode machen wollte. Ich habe mal überlegt, mal so einen Print-on-Demand-Shop zu machen. Hatte ich gar keinen Bock mehr, nachdem ich gesehen habe, wie viel richtige Scheiße man da machen muss. Aber letztendlich, ich denke, entweder bleibe ich im Skispringen vielleicht als Trainer, aber ich denke, dass ich eher was komplett anderes mache. Okay. Ich habe mein Studium gemacht über Game Design, weil ich halt einfach massiv computeraffin bin. Hat aber nicht so viel Spaß gemacht als Fernstudium, weil ich bin der Meinung, dass Game Design einfach insgesamt was sehr Praktisches ist. Ja, und das war halt nur theoretisch und das kann ich mir nicht antun. Mich selber hinzusetzen und zu lernen, das mache ich nicht. Ich brauche Druck und ich brauche
Okay. Prüfungen, wo der Termin festliegt und ich nicht selber sagen kann, ja, komm, scheiß drauf, ich mache nächste Woche. Okay. Ne? Also nicht das Unternehmerblut wie ich im Sinne von... selber sich in den Arsch treten? Nee, dafür brauche ich meine Freundin. Okay. Sonst kriege ich das nicht hin. Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Und sie studiert ab morgen, also von dem her, ich glaube, ich muss... Okay. Ja, ich kann dir auch mal in den Arsch treten, keine Sorge. Nein. Okay, aber das kriegen wir ja irgendwie noch geregelt für die Zukunft. Da kann ich dir bestimmt auch noch irgendwann mal aushelfen. Ja. Aber in welche Richtung wird es dich denn verschlagen? Also du hast ja gerade Game Design angesprochen. Möchtest du dann irgendwann tatsächlich mal was damit machen oder denkst du, nee, das wird nichts? Das Ding ist, jedes Mal, wenn ich am Strand lieg oder am See oder mich einfach entspannen, vor allem, wenn ich draußen halt an der Natur bin und mich entspannen kann, ich denke jedes Mal drüber nach, boah, wie cool wäre es, das Game zu machen oder sowas zu machen in der Richtung. Also ich denke schon sehr, sehr viel über Computerrichtung nach. Generell auch, was Graphic Design oder sowas angeht. Ich bin grafisch an sich sehr affin. Würde ich mal von mir behaupten. Deswegen wäre es wahrscheinlich auch irgendwas Künstlerisches oder sowas. Aber ich weiß nicht, ich denke, es wird definitiv kein Bürojob werden. Okay. Also ich glaube, dass ich mich nicht irgendwo in ein Büro reinsetzen kann und wie soll ich sagen, das widerspricht sich so ein bisschen, weil ich will eigentlich Game Design machen und das ist so auch die ganze Zeit vom Dings. Grade, aber ich denke, dass es, weil wenn ich Zeit auf dem Schul verbringe, ist es meistens vom PC. Und deswegen denke ich mal, dass es irgendwie in so eine Richtung gehen wird. Ja, sonst muss es halt doch noch irgendwie professioneller Videospieler werden oder so. Ja, ich werde einfach Streamer. Ja, eben. Oder Vlogger. Ja. Oder was weiß ich was. Nee, ich weiß nicht, vielleicht, wer weiß, vielleicht werde ich ja irgendwann E-Sport Pro mit 35. Who knows, ne? Ja, klar. Ich habe ja schon gegen E-Sport Pro spielen dürfen, habe massiv auf die Fresse bekommen, aber ansonsten, also ich weiß, ich habe in FIFA noch viel zu lernen, aber Fußball ist auch nicht mein Ding. Ja, wie oft hast du bitte FIFA gespielt in deinem Leben? 4-mal. Ja, also. Und ich habe mir extra FIFA gekauft, damit ich üben kann, damit ich nicht massiv auf die Schnauze bekomme von ihm. Ja. No, okay. Siehst du mal. Na, aber war ja Business-Ausgaben, weil es war ja klar. für einen beruflichen Zweck. Ja, also als Kontext, Hille hat gegen einen RB Leipzig Pro-Gamer. Rebels Pro-Gamer Gaucho. Genau. In FIFA gespielt. Genau. Gibt es da zufällig irgendwie ein Video von oder ja, sowas? Ja, gibt es auf Instagram, ich glaube vom Rebels-Account generell. Okay. Flüge.de war auch dabei. Ja, okay. Und ich glaube, ich werde den auch irgendwann noch reposten. Ich weiß aber nicht, ob der Podcast rauskommt, wie das dann sich verhält. Aber also einfach mal den. Es gab auch einen Livestream, ja. Einfach auschecken, könnt ihr euch angucken. Ist eigentlich ganz lustig. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich will sehen, wie ich massiv bekommst, ja. Geil, okay. Wenn du jemandem, der jetzt auch Skispringer werden möchte, irgendeinen Tipp geben müsstest, was würdest du dem sagen? Weil es ist ja nicht leicht, Skispringer zu werden. Find raus, was deine Stärken sind. Bei mir ist es beispielsweise meine Sprungkraft. Und dann konzentriere dich auf die Schwächen und probiere letztendlich die Schwächen zu Stärken zu machen. Okay. Klingt super Larifari. Aber es macht schon Sinn, ja klar. Ja, also, wie war es bei dir? Was waren deine Schwächen? Also Stärke, Sprungkraft? Genau, Stärke, Sprungkraft. Die Schwäche ist letztendlich Fliegen. Kann ich nicht. Okay. Werd aber aktuell, würde ich behaupten, besser. Ja. Weil letztendlich, ich habe einfach an sich relativ wenig Fluggefühl gehabt oder generell ein Gefühl gehabt, ne, wie ich draußen mit Spannung und wie viel Druck ich geben kann, etc. Aber im Grunde genommen war es halt letztendlich so, ich konnte alles bis zum Absprung und nach dem Absprung und danach hat es nicht mehr funktioniert. Und das Problem beim Skispringen ist, dass man halt nicht nur springt, sondern auch man muss ja auch fliegen danach. Ja. Das habe ich aber letztes Jahr jetzt dann hinbekommen mit einem neuen Ski. Das hat dann besser funktioniert, deswegen war jetzt auch letzte Saison eigentlich so erfolgreich. Aber ja, letztendlich die Schwächen probieren, eben in Stärken umzumünzen. Letztendlich halt an den Schwächen stark zu arbeiten, weil du weißt ja, dass du auf die Stärke schon hast und vor allem auf die Stärke vertrauen kannst. Ja. Das ist wichtig. Du brauchst Selbstvertrauen, um zu wissen, okay, die Stärke habe ich schon. Vielleicht, es gibt immer noch Möglichkeiten, die Stärke noch mehr auszubauen. Ja, klar. Aber man soll halt vor allem auf sich vertrauen, das Selbstvertrauen besitzen und sagen, hey, ich kann schon was. Immer mal einen Schritt zurück machen, nur mal einen Blick auf letztendlich das werfen, was du gerade erst geschafft hast, wo du aktuell stehst. Und vergleich dich nicht mit anderen. Ja. Vor allem beim Skispringen. No way. Junge, jeder hat einen anderen Körper. Das macht keinen Sinn zu gucken, der Halbweg mal gerade rührt, der sitzt aber so drin. Macht keinen Sinn, weil klar, der hat einen ganz anderen Körper, bei dem sieht es ganz anders aus. Das generell nicht im Leben. Ja. Das macht mittlerweile jeder, gerade durch Social Media oder was auch immer, aber es macht einfach keinen Sinn. Man kann auch nicht einfach zum Beispiel sagen, okay, ich mache jetzt genau denselben Podcast wie ein anderer auch. Das macht keinen Sinn, weil den gibt's ja schon. Eben. Er muss ja irgendwas anderes machen, ne? Ja, schon. Was würdest du dann sagen, sind die 3 wichtigsten Skills für einen Skispringer? Die besten 3 Skills. Also, man muss schnellkräftig sein. Man
man braucht letztendlich ein gutes Fluggefühl und man sollte keine Höhenangst haben. Und beim dritten no shit, Captain Obvious. Das klingt jetzt vielleicht dumm, aber ich habe Höhenangst. Echt jetzt? Also zumindest, was ich gar nicht kann, ist auf Ich kann nicht auf Lochgittern stehen. Okay. Oberstdorf 120er, stehst du oben auf diesem Scheißturm drauf, ne? Und dann ist da ein Lochgitter außenrum nach oben. Mhm. Ich hab da so Schiss, mir zittern die Beine, wenn ich da runter gucke. Oder wenn ich irgendwo an der Klippe stehe und dann so runter gucke. Geht gar nicht. Okay. Ich bin letztens auf dem Besler hochgewandert. Je mehr ich an das Eck hinkomme, desto mehr mache ich gar keinen Bock. Skispringer mit Höhenangst. Ja, das klingt auch dumm. Vor allem das Ding ist, ich habe so viel Sprungkraft, dass ich immer höher bin meistens als die anderen. Das heißt, ich stelle mir ja selber ein Bein. Geil. Das wird der Titel. Das kommt ins Thumbnail rein. Skispringer mit Höhenangst. Und Da macht dich nicht lustig über mich, okay? Nein, nee, ich stehe dazu. Das ist eine Sache, da habe ich einfach ein bisschen Schiss vor. Krass, okay. Gibt es viele Skispringer, die Höhenangst haben? Ich weiß von einem, dass es noch eine hat. Okay. Mir fällt aber gerade der Name nicht ein. Ja. Ich weiß aber, dass es einen gibt. Okay. Ziemlich safe. Wie ist es bei dir, Lilly? Hast du Höhenangst? Okay. Nö. Sie sagt nein. Sie sagt, hat keiner gehört, ja. Okay, crazy. Ja. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nie gedacht. Ja, also das ist richtig kontrovers, ne? Ja, brutal kontrovers. Absolut. Das ist wie wenn du als, keine Ahnung, Motorradfahrer Angst vor Geschwindigkeit hast. Ja. Geil, Alter. Fett, oder? Das ist schon mega geil. Ja, nee, also, Jürgen. keine Ahnung. Ja. Das ist, vielleicht habe ich auch deswegen das Problem mit dem Fliegen. Abspringen kann ich, weil da bin ich noch am Boden. Das mag vielleicht sein. Und im Fliegen habe ich dann das Problem so, scheiße mich ein bisschen ein. Ja. Oh, auch erstes Mal Skifliegen. Alter, hatte ich da Schiss vor. Wirklich. Ja? Ja. Wie weit bist du da geflogen? Weißt du das noch? Ich glaube, mein weitester Sprung beim ersten Skifliegen waren, glaube ich, 176 Meter. Ach du Scheiße, Alter. Und jetzt waren es 199,5. 199,5. Das lag safe auch an dir, dass du die 200 nicht bekommen hast, oder? Sorry, dass ich es aufbringe. Das Ding ist, der Sprung war so verfickt hoch. Ja. Ich war so hoch. Und dann habe ich mich so eingekackt. Ne? Die Bremsspur war nicht nur im Auslauf, ich sag's dir. Ich habe mich eingekackt ohne Ende. Geil. Weil ich war so hoch. Ja. Ne? Meine ersten 2 Sprünge von der Schanze bin ich raus, ne? Und habe mir gedacht so, Alter, du kommst ja nicht höher als so viel vom Boden. Ich habe das Gefühl gehabt, ich schleich an dem Hang. Dann war der zweite Sprung ein bisschen höher. Und der dritte Sprung war einfach 4-mal so hoch, wenn nicht sogar noch mehr. Ich war einfach fucking gefühlte 10 Meter in der Luft. Wie behältst du da die Ruhe, wenn du so hoch über dem Boden bist? Gerade wenn du sagst, okay, es war 4-mal so hoch. Das ist das Ding, habe ich nicht. Weil deswegen habe ich mir so eingeschissen. Aber das musst du ja dann irgendwo doch noch sein, ansonsten legst du dich ja richtig auf die Fresse. Ja gut, letztendlich, du weißt ja, was du die ganze Zeit trainierst, ne? Es sind immer diese Beinspannungen, sonst irgendwas. Genau, das macht dein Körper schaltet auf Automatik. Okay. Wirklich. Ja, dann macht das schon wieder mehr Sinn. Genau. Letztendlich die Ruhe bewahren, mehr oder weniger, ne? Also es ist auch was anderes im Wettkampf, weil du mehr Fokus hast. Da arbeitet der Körper von selber. Ja. Ich habe zum Beispiel, mein weitester Sprung auf einer Großschanze war letztes Jahr in der 2. Liga. Und ich hätte den Sprung wahrscheinlich nie durchgezogen, wenn es ein Trainingssprung gewesen wäre. Aber ich habe mir gedacht, letztes Mal bin ich Zweiter geworden. Dieses Mal gewinne ich. Und dann habe ich halt einfach mal, bin ich glaube ich 6, 7 Meter über Hillsides drüber gescheppert und habe halt einfach einen Telemark reingeknallt. Danach hat mir mein ganzer Scheißrücken weh. Na, und das Wie weit bist du da gesprungen? Ich glaube 47 oder 48,5. Okay. Irgendwie sowas. Krass. Ja. Und das Geile war, am ersten Tag bin ich abgespeckt, da bin ich gestürzt. Okay. Und am zweiten Tag, mein Schuh war kaputt. Ich musste einen neuen Schuh springen und ich hasse neue Schuhe. Dann hatte ich einen Trainingssprung und dann ist mein erster Sprung auf 142 gegangen. Ja. Dann hatte ich 10 Punkte Vorsprung auf den zweiten. Und 10 Punkte sind, was sind das, 6 Meter ungefähr? Vielleicht ein bisschen mehr, 7 Meter. Und gut, dass ich das nicht weiß. Ich glaube, Meter sind glaube ich 1,2 Punkte oder sowas. Auf jeden Fall, zweiter Sprung, habe ich mir gedacht, erstens habe ich meinem Kollegen gesagt, Simon, mach ein Video, weil ich habe 10 Punkte Vorsprung. Entspannter kann ich eigentlich nicht an den zweiten Durchgang rangehen. Ich weiß, ich habe einen Vorsprung. Besser geht's nicht. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay. Es heißt immer schön Sieg oder Sarg, weil entweder gewinnst du oder du bist halt am Arsch. Ne? Ja. So bin ich eigentlich an sich nicht, aber ich habe dann den Wettkampf mit 36 Punkten Vorsprung gewonnen. Jo. Ich habe meinen Vorsprung mehr als verdreifacht. Der Sprung war aber auch der beste Sprung, den ich in meinem Leben bislang gemacht habe. Okay. Und das war richtig geil. Den Schrei, den ich da unten rausschmeiße, ne? Ich kann das Video vielleicht schicken, vielleicht kannst du es auch noch Ich glaube, ich kenne das oder sowas. Video. Ja.
Ja! Yes! Ich schreie da unten rum, wie als würde ich gerade abgestochen Ja. werden. Ne? Ich raste da unten richtig aus. Es war so ein geiles Gefühl. Ja, das Und glaube ich. das ist auch so unbeschreiblich. Ne? Du kannst ja keinem erklären, wie fühlt es sich an, 145 Meter zu springen oder 48. Ja. Kann ja keiner was mit anfangen. Ich kenne es bloß vom Skifahren, wenn du über so einen kleinen Kicker fährst und du springst so 30 Zentimeter Ja. und du fühlst dich schon scheiße, oh, das war jetzt ganz schön weit. Ich will es mir gar nicht vorstellen, wie das bei dir ist. Also, Jason, ich würde dich auch echt gerne mal auf einer Sprungschanze sehen. Ne? Ja. Weiß nicht. es gibt von Stefan Raab gibt's dieses eine Ja, Video. oh, Das ja. finde ich saugeil. Aber das würde ich auch machen. Da hätte ich Bock drauf. Dann mach. Ja, nimm mich mal mit. Safe, let's go. Also da würde ich mitmachen. Kommst gleich wieder mit nach Oberstdorf. Ja, ne? Direkt. glaub nicht, nee. Ich hab was zu tun nachher. Deine Mutter hat gerade angerufen, Ja, es gibt Essen. die haben noch was auf dem Scheiße, Herd. Mann. Ja, fuck, die guten Maultäschchen, ne? Kann man Nee, kann man nicht aber ablehnen. da wäre ich tatsächlich mal dabei, weil das wäre nochmal so ein kleines Bucketlist-Ding. Gerade weil ich dich kenne, müsste sowas eigentlich mal sein. Deswegen, ja, da können wir gerne mal was starten. Können wir machen? Ja, Jetzt muss ich aber mal das neu aufmachen. ja Ich habe probier schon mal. mehr getrunken. Probier mal, Hype für sich. Sag mir mal wirklich wieder 100% ehrlich, was denkst du davon? Jetzt bin ich gespannt. Nee, Spaß. Wenn du übrigens was willst, Lilly, kannst du auch gerne welche haben. Stehen, ich glaube, hinter die. Ah, nee, sonst musste ich auch hochgehen. Also, ich weiß nicht, warum ich gerade eben einfach an einen süßen Eistee gedacht habe. Ich meine, der andere war auch nicht süß, ne? Ja. Ich finde ihn gut. Ja? Ja, schon. Aber ich finde, die Teile machen absolut süchtig. Das ist richtig. Ja. Wir sind jetzt schon bei der zweiten Das ist Flasche. richtig. Mein Problem ist immer, ich muss von Eistee muss ich immer sofort aufs Klo. Okay. Das geht bei mir durch Crazy, wie okay. Wasser. Ne, ist bei Nee, mir aber- bloß bei Blaubeere oder sowas. Bei Blaubeere. Ja. Ja. Ja, bei alles mit Blaubeere. Wirklich alles mit Blaubeere. Kann ich nicht essen. Das wird rausgeschnitten. What the fuck? Okay. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist leider so. Okay. Keiner Naja, du, also. Na, Don't jeder, judge jeder me. ist Geil. er selber. Ne? Okay. Mal eine persönlichere Frage. Vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Okay. Normalerweise sagt man ja eigentlich, dass man auf dem Weg nach oben meistens Freunde verliert. War das bei dir auch so oder? Nö, ich hatte nie Freunde. Sehr gut. Frage hiermit beantwortet. Ich war nicht immer ich war jetzt nicht irgendwie so hier der Klassenclown oder der Typ, der halt einfach in der Schule extrem viele Freunde hatte. War Ja. ich einfach nicht. Ich hatte meine 3, 4 Freunde, mit Mhm. denen ich echt close war. Du hast ja auch unter anderem mitgezählt, ne? Also zählst immer noch dazu, Entschuldigung. Ja, Sorry. Nee, aber man sieht ja, dich habe ich als Freund noch behalten und die anderen Freunde eigentlich Ja. soweit auch. Problem ist halt nach der Schule, man lebt sich einfach auseinander. ja klar. Sollte jeder eigentlich kennen. Ist ja aber auch gehört irgendwo einfach- normal, wenn du nicht 8 Stunden oder 5, 6, 7, Genau. 8 Stunden am Tag in den Genau. Raum gesperrt bist. Auch ein Grund, warum ich vor Ort studieren will, weil da lernt man einfach Leute kennen. Ja. Und da kommst du halt unter Menschen. Ja, das klar. schaffst du halt im Fernstudium nicht. Ich sitze dann Ja. halt da und sitze trotzdem vor Das ist meinem bei mir PC. das gleiche mit meinem Remote-Job. Wenn ich Ja. hier in München bin, im Café oder sowas, lernst du auch Leute kennen. Also. Eben. Ja, aber zurück auf deine Frage. Ich würde sagen, ich habe jetzt nicht wirklich viele Freunde verloren. Jetzt auch nicht irgendwie aus Eifersucht oder sonst irgendwie was so, der ist besser als ich, mag ihn nicht mehr. Nee. Ich weiß nicht warum. Es gibt viele, denen das wahrscheinlich passiert. Aber nee, ich würde sagen, ich habe eigentlich meine Freunde, die ich mir ausgewählt habe, das waren ja nicht viele, Ja, wie gesagt, 2, 3, 4. halt wahre Freunde gehabt. Richtig. Die Die haben mich behalten. auch immer voll unterstützt. Mhm, gut so. Ich weiß noch, ich war mal auf irgendeiner Feier. Da wurden verbotene Substanzen konsumiert. Ja. No. Und ich bin da reingegangen Ja. und mein Kumpel hat mich innerhalb von 3 Sekunden erkannt und hat sofort gerufen, Hille raus hier. Ah, war das eine Party von mir? Nein, nein, was? Nein, war eine vom Tobi. Okay. Aber wird euch nichts sagen. Aber trotzdem. Bin da reingekommen und bester Freund, auch der andere Kollege, der dabei gewesen sind, die sind sofort gekommen und gesagt, ich soll hier sofort abhauen, Ja, dass meine gut so. Dopingtests nicht positiv werden. Und das Ja. ist ja auch noch eine Sache, ne? Dopingkontrollen und so ein Gedöns. Ja. Aber ich würde so sagen, an sich, ich habe keine Freunde verloren. Ich habe meine Freunde so behalten und bin auch echt froh, dass ich den Kontakt jetzt wie zum Beispiel mit dir oder mit dem Maxi auch noch halt. Das ist einfach super. Wunderbar. Ja. Besser kann ich es mir nicht wünschen. Ja, das ist doch schön. Das freut mich doch zu hören. Ja. Da bin ich happy drüber. Ja.
Awesome, okay. Der wollte ja einfach nur Eigenlob haben, Leute. Busted. Bam, dude. Da habe ich heute schon genug von bekommen von Daniel vorher. Oh, also schön. alles Ich habe cool. gedacht, du bist es jetzt ein zweiter Tag. Deswegen hast du ein anderes T-Shirt an. Ja, ich habe. Kurz Fuck, schon wieder Busted, ja, Alter. Schon wieder. Du reitet sich auch selber heute, die Scheiße. Heute ne? echt schlimm. Nee, zur Erklärung, ich habe heute Morgen schon den ersten Podcast aufgenommen, habe jetzt kurz das T-Shirt gewechselt, dass es nicht auffällt. Nein, Jetzt hat er sich selber verkackt. Ne? Nein, es ist heute absolut warm in München. Wir haben, glaube ich, Übel, ich schwitze auch gerade 25 Grad oder so. Ja. Gerade auch hier im Podcaststudio. Übelst warm. Und wir haben aber den hier ja, Klimaautomat. die jetzt nicht die allerbeste Klimaanlage ist, ne? haben wir gerade nicht Ja, am Laufen. genau. Ja. Also Gruß ans Werk 1, die Klimaanlage hier drin könnte ein bisschen besser sein, aber meckern auf hohem Leiser. Niveau. Ne? Nein. Ja. Hallo, wir wollen uns Ja, nicht ja. beklagen. Also Nee, absolut ich bin nicht. absolut froh, überhaupt in so einem Nee. verdammt geilen Raum zu sein. Ja, Egal, weiter mit den Fragen. Komm, yes, sir. hau raus. Bin Bin gespannt, was noch kommt. Wir haben vorher über deinen Vater geredet, der ja Skisprungtrainer ist. Hat der großen Einfluss auf dich gehabt? Brutal. Absolut. Wie? Erstmal natürlich generell als Vaterperson. Ja. Ne? Wenn es irgendwelche Probleme vor allem sportlich jetzt eben auch gab, war halt immer mein Dad halt letztendlich da. War letztendlich natürlich, ne, je nachdem, zu wem man letztendlich als Kind mehr Beziehung hat, ob zu Vater oder zu Mutter, ist Ja. man halt immer, ne, je nachdem zu wem gegangen. Wie war es bei dir? Generell eher die Mutter. Okay. Ne? Bin eher Mama-Kind. Ja, same. Aber trotzdem, ne, alles, was halt letztendlich spezifisch gewesen ist, konnte ich mit meinem Dad drüber reden. Mhm. Extrem gutes Verhältnis, weil er auch letztendlich nicht probiert hat, seinen Willen auf mich aufzuzwingen. Mhm. Ne, und nicht gesagt hat, so, du musst es genau so machen und sonst irgendwie was. Der hat meine Individualität gesehen und hat gesagt, okay, das können wir so und so besser machen. Hab ja auch für ein paar Jahre auch unter ihm trainiert. Ne? Mhm. Der war für mich zuständig. Wann Dann war das? Also wie alt warst du da? Das war einmal kurzfristig eben halt in Füssen, bevor wir umgezogen sind, Okay. also 2008 rum. Und einmal dann noch, als ich in Oberstdorf war, würde ich jetzt sagen, lügen, 2014, 15. Okay, Würde ich also jetzt mal einmal mit behaupten. 8, dann mit 14. Okay. Genau, richtig. Okay. Quick Maths, ne? Ich bin 2000er, easy. Deswegen, beste Jahr. Du bist so gut Ich in Mathe. weiß. Ja, aber ansonsten halt, extrem viel Einfluss gehabt letztendlich, was eben generell sportliche Leistung vorwärtsbringen zu tun hat. Mhm. Ne? Weil der hat einfach ein Auge dafür. Ich bin auch der Meinung, der macht seinen Job saumäßig gut. Ja, auf jeden Fall. Was ich Was so höre, ne? ja, die Schweiz funktioniert. Auf jeden Fall, ja. Ja. Muss auch so sein, gut so. Ja, nee, ich bin absolut happy. Also, aber wie gesagt, er hat mich letztendlich individuell vorgebracht und hat eben nie probiert, irgendwelche, Leistungen mir zu erzwingen, ne, und zu sagen, so, du musst jetzt gewinnen oder sonst irgendwas. Der hat mir einfach meine Zeit gegeben, die ich brauchte. Hat mich auch letztendlich halt, ne, so akzeptiert, wie ich halt eben bin. Mhm. Und er ist halt einfach ein absolut geiler Typ. Also, Ja. du hast vorhin schon gesagt, mein Dad ist einfach so Ich geil drauf. lieb ihn. Der Typ ist so geil drauf. Also, ja. wie gesagt, generell die Familie, ich kann noch mehr darüber schwärmen, aber Ja. mein Dad ist so geil drauf, der hat so viele dumme Kommentare drauf und Ey, ungelogen. Man merkt einfach, dass ich so einfach gut. sein Ja. Sohn bin, weil, Ja, Alter. Da war kein DNA-Test nötig. Nee, definitiv nicht. Nee, absolut nicht. Wirklich. Nee. Aber wenn ich das nächste Mal wieder in Oberstdorf oder Fischen sowas Komm bin, vorbei. dann komme ich wieder Bitte. schön vorbei auf einen schönen Ja. Wein, Alter. Das war immer das Geilste. Wein muss sein, absolut. Immer best. Ach, Junge, das ist schon wieder viel zu lange 25% her. extra, ne? Was? Erinnert sich noch an die 25% Extra-Geschichte? Ja, safe. Hey, es waren so schöne Erinnerungen. Alter. Ne? Jedes Mal wie das. Aber das Geile war, dass er Geil. den Kommentar meine Mom gebracht hat, ne? Also zur Erklärung, es ging darum, meine Mom hatte 2 Flaschen Wein gekauft gehabt, oder mein Dad hatte 2 Flaschen, ich glaube, mein Dad hatte 2 Flaschen Wein Wahrscheinlich gekauft denn gehabt. der, ja. Und zwar hat er einen Rosinen und einen Rotwein mitgebracht. Und der Rotwein war größer, da war ein Schild außenrum, ne? Wie man sich halt so ein Türschild, ne? Da ist halt so ein Loch und oben drum so ein Henkel, zack. Und hat dann halt eben gemeint gehabt, so ja, der war halt eben billiger und hat mehr dafür bekommen. Und ich habe mir das Schild halt so angeguckt, ne, habe schon dumm gegrinst, ne, weil ich ja Zweideutigkeit liebe. Und dann hat meine Mom nur so gesagt, so, an was denkst du denn jetzt schon wieder, wenn du so dumm grinst, ne? Und dann hat sie gesagt, so, hast du es vor, dir jetzt um deinen Schiedel zu hängen? Und dann habe ich gesagt, so, nee, danke. Und dann sie nur so, warum denkst du, da streckt sich da nur mit 25% extra, oder was? Oh, ja. Also, der Witz, den kannst du sofort zugeordnen. Oh Mann, Alter. das kann nur in meiner Familie passieren. Aber Schon. Hey, ich lieb's. Ich Same. Ach, ich vermisse es schon. Ja. Das ist zu komm gut. wieder vorbei, ich Ja, sag's dir. safe. Unbedingt. Hier Anfang Juni bin ich wieder daheim, dann geht's da los. Machen wir so. Sehr geil, okay. Wenn du deinem 14-jährigen Ich was sagen könntest, normalerweise sagt man ja zu älteren Leuten so, ja, deinem 18-jährigen Ich oder sowas. Aber so alt Das sind wir ist ja bei noch mir seit nicht. 4 Jahren her, ne? Genau. 18 Jahre, Ja, eben. Deswegen, wenn du deinem 14-jährigen Ich was sagen könntest, was würdest du dem sagen? Außer kaufe Bitcoin.
Gute Frage eigentlich. Was würde ich meinem 14-jährigen Ich sagen? Ich würde wahrscheinlich sagen, dass ich mehr auf mich vertrauen soll und generell wirklich, ja, auf mich vertrauen soll, weil, wie gesagt, die eine Geschichte, ne, wo ich ein bisschen mental eben die Probleme hatte, ich würde meinem 14-jährigen Ich nicht gönnen, das nochmal zu durchleben, aber ich glaube, es war trotzdem wichtig. Weil sonst wäre ich jetzt nicht hier, wo ich jetzt aktuell bin, weil man muss halt auch ein bisschen Scheiße durchleben und ein bisschen Fehler machen, damit man letztendlich dort ankommt, wo man ist. Ja. Die Erfahrung macht es letztendlich, ne? Dann kann man reagieren und der Körper arbeitet vielleicht sogar von selber auf manche Situationen. Aber generell würde ich einfach sagen, bleib wie du bist. Weil ich bin persönlich absolut zufrieden mit mir, ohne jetzt irgendwie hochzustapeln und zu sagen, hey, ich bin der geilste Typ von allen. Das bin ich nicht, es gibt definitiv coolere, aber ich bin zufrieden, so wie ich bin und bin auch selbstbewusst zu sagen, ich kann auch zufrieden mit mir sein. Also von dem her, das einfach mir nur mal sagen und einfach sagen, hey, mach dein Ding so weiter, du machst alles richtig. Das fühle ich. Das ist geil. Ich würde es deinem 14-jährigen Ich nicht sagen, dass du genauso bleiben sollst, wie du bist. Ne? I'm sorry. Was würdest du meinem 14-jährigen Ich sagen? Finger weg von verbotenen Substanzen. Uff. Ja, okay, ganz ehrlich, das würde ich meinem 14-jährigen Ich wahrscheinlich auch sagen. Also. Vermutlich, oder? Ja. Ich hätte die Frage sonst zurückgegeben, ja. Ja. Aber ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich meinem 14-jährigen Ich sagen würde, außer das, was du jetzt zum Beispiel gesagt hast. Weil, ja, okay, vielleicht zieh schneller in eine größere Stadt oder sowas und Netzwerke mehr. Dass du mehr Netzwerke machen kannst, kann ich verstehen. Ja. Bei sowas, Network is net worth. Hättest du deinem 14-jährigen Ich gesagt, dass du das Abi durchziehen sollst? Nein. Okay. Also meinem 14-jährigen Ich hätte ich es nicht gesagt. Definitiv aber mir fällt da nicht. generell ein, ich hätte wahrscheinlich meinem 14-jährigen Ich gesagt, dass ich mehr in der Schule darauf achten soll, was ich später machen will und nicht darauf zu gucken, dass ich gut bin. Ja, so wie es ich zum Beispiel gemacht habe. Ich war ja nie, ich habe also für die Leute, die es nicht wissen, ich habe mit 18 die Schule abgebrochen, in der 11. Klasse auf der Fachhochschule. In der 11. Klasse habe ich gesagt, genau. Und ich wusste halt aber schon immer, dass das nicht mein Weg ist, dass ich niemals eine Ausbildung machen werde, niemals ein Studium und was auch immer. Und ich hatte halt eben die Möglichkeit, was anderes zu machen. Und das wusste ich aber auch schon mit 12. Deswegen habe ich auf Schule nie wirklich einen großen Fick gegeben. Aber ich würde definitiv den anderen Leuten oder der Mehrheit von den Leuten niemals sagen, okay, schmeiß die Schule hin. Weil generell Leuten was vorschreiben macht keinen Sinn. Ja, weil klar. Aber ich meine generell, weil heutzutage ist das Schulsystem ja sowieso super in Frage gestellt von den meisten Leuten. Gut, ich kann natürlich jetzt keinen aktuellen Stand geben und sagen, hey, das ist aktuell richtig scheiße, weil ich meine, das ist bei mir 4 Jahre her. Ja, generell würde ich aber sagen, es hat sich wahrscheinlich nichts geändert und ich war persönlich mit dem Schulsystem mehr oder weniger zufrieden. Ja. Aber die haben ja auch extrem viel ermöglicht. Ne? Ich habe so viele Fehltage gehabt, auch mit meiner Nahrungsmittelintoleranz, die ich kurzzeitig mal hatte in der Pubertät. Ich hatte ja 50 Fehltage neben dem Sport noch. Ich war das halbe Jahr von der Schule nicht da. Wenn nicht Same, aber. Ja, gut, du hattest aber einfach keinen Bock. Genau. Nee, genau. Aber also das schon. Deswegen. Ja, aber. Ja, Schule ist so ein Thema. Also wenn ich nicht, ich meine, ich war durch und durch Unternehmer, schon immer. Für mich ist Schule halt nichts. Für einen Unternehmer ist Schule einfach nicht das richtige System. Gut, und wie gesagt, ne, ich bin der Meinung, man soll man selber sein. Und wenn es halt nichts für dich ist, dann ist es halt nichts für dich. Eben, genau. Aber trotzdem sich Gedanken über die Entscheidung machen und nicht leichtfertig sagen. Ja, nicht aus einer Laune raus zu sagen, nein, auf gar keinen Fall. Nee, bleib zur Not, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, dann mach einfach die Schule weiter, würde ich sagen. Ja, weil wenn du keine Ahnung hast, was du machen willst, dann nimm doch das Bestmögliche mit, dann hast du freie Auswahl. Weil mit dem Studium, mit dem Abi, kannst du alles machen. Da kannst du studieren, ne? Das kannst du halt ohne Abi eben, nicht. Genau. Von dem her, gut, das ist das Einzige. Also, egal. Macht richtig Sinn, macht weiter. Ja, nee, aber sehe ich genauso. Ja. Schule war halt einfach nie das Ding, wo ich direkt wusste, nee, ist nicht meins. Und vor allem, ich habe immer noch einen Realschulabschluss in der Hinterhand. Und mit einem Realschulabschluss kannst du ja auch noch was anfangen. Also, falls wir sind nicht aufgeschmissen. Also, nee, eben. Deswegen, also jedes Mal, wenn man irgendwas in der Hinterhand hat, ist sehr gut. Gerade super, dass du es gesagt hast. Wenn du nicht weißt, was du machen sollst in der Schule, beziehungsweise generell im Leben, dann mach die Schule einfach fertig und dann schau, was du machen möchtest. Ich glaube aber trotzdem, dass wahrscheinlich der beste Tipp an Schüler für mich ist, schaut nicht im Grunde genommen gut zu sein. Ja. Das ist nicht der Hauptpunkt eigentlich. Schaut eher, was euch Spaß macht. Ja, wo eure Stärken sind. Wo die Stärken sind und letztendlich zu sagen, okay, überlegt auch schon mal einen Schritt weiter und sagt, so könnte ich mir darin theoretisch einen Beruf vorstellen. Weil ich weiß, ich war gut in Chemie,
ne? Ich habe gut auswendig lernen können, also war ich gut in Geschichte. An sich, Mathe und so weiter, ja, okay. Englisch spreche ich perfekt, von dem her hätte ich auch irgendwas mit Englisch machen können, aber ich hätte mir wahrscheinlich mehr Gedanken gemacht, was hätte ich danach weitermachen können. Weil Problem für mich natürlich ist, ne, ich weiß nicht, ob das normale Schüler generell machen, aber ich hatte immer das Skispringen nebenher. Deswegen, ich hatte ja schon eigentlich ein Ziel. Das heißt, für mich war nicht wirklich das Ziel, okay, was will ich eigentlich weiterhin arbeiten, weil für mich war das Ziel, okay, ich mache danach Sport weiter. Genau. Das war bei mir schon mehr oder weniger sicher, ne, weil es muss davon ausgehen, dass es halt trotzdem weiterhin funktioniert. Ja. Das ist ja nicht gewährleistet. Aber trotzdem, so an sich, das Ziel war, Sport weiterzumachen, deswegen hatte ich schon meinen Weg gehabt. Aber ich denke trotzdem, Sport ist nicht alles. Sport hört mit 35 wahrscheinlich auf oder irgendwann hört Sport auf, ist einfach so. Und dann musst du halt irgendwas anderes machen, weil heutzutage muss man irgendwas anderes danach machen, weil du kannst nicht von 35 bis 60 wahrscheinlich gar nichts mehr machen und dann auch die Rente überleben. Außer du warst brutal gut, ja. Dann, genau. Also ich glaube, so ein Halvwegner Granerüt, wenn er noch ein paar Saisonen weitermacht, dann muss er wahrscheinlich nicht mehr arbeiten. Ja, funktioniert auch, ne? Das ist richtig, aber dafür muss man halt verdammt gut sein. Ja, klar, und das sind halt auch bloß eine Handvoll von Leuten. Oder man ist Fußballer. Wie meinst du? Wenn man guter Fußballer ist, kriegt man 60 Millionen vielleicht auf einen Schlag, dann läuft es. Das ist ja auch wieder was anderes. Oder man erfindet was wie oder man gewinnt im Lotto. Daniel heißt er? Daniel, ja, genau. Oder man erfindet einfach was und verkauft es dann für, keine Ahnung. Gutes Geld. 1 Million, ne? Oder was hat er gesagt? 1 Million? Ich habe die Folge von angeguckt, war super. Ja, richtig, richtig gut. Okay, die letzten paar Fragen, die ich jetzt noch an dich habe. Fällt dir gerade irgendwie der größte Fehler ein, den du jemals in deiner Karriere gemacht hast? Wenn es überhaupt einen gab. Ich weiß nicht, ich denke persönlich über Fehler eigentlich gar nicht so negativ nach, weil ich der Meinung bin, dass du halt letztendlich Fehler machen musst, um weiterzukommen. Aber mir fällt jetzt so explizit nicht wirklich was ein, wo ich sage, okay, hätte ich das doch gemacht, weil ich muss sagen, aktuell läuft eigentlich alles nicht nach Plan, aber es läuft gut und ich bin immer mit dem zufrieden, was ich habe. Ich erwarte nicht mehr, ich erwarte nicht weniger, ich habe einfach no expectations. Ne? Deswegen bin ich einfach froh, wenn schon generell Leute auf mich zukommen, wie zum Beispiel der Sponsor und sagt, hey, ich würde dich gerne unterstützen. Weil ich bin eigentlich der Meinung, dass das, was wir für Sponsoren bekommen, eigentlich nicht gerechtfertigt ist oder generell Sport eigentlich. Ich denke einfach so, eigentlich, was wir doch tun, wir machen eigentlich letztendlich nur unseren Sport. Ne? Wir bringen ja keinen Mehrwert. Entertainment ist der Mehrwert. Genau, wir entertainen Leute. Das ist das Einzige eigentlich, was es gibt. Ansonsten bringen wir ja nicht arg viel Wert raus. Gut, wir könnten vielleicht Influencer sein, wenn wir irgendwann genügend Reichweite haben. Ja. Aber es ist dann irgendwie auch so eine Art, ich sag mal, Missbrauch von den Fans, die man halt letztendlich hatte. Weil, gut, Missbrauch ist ein hartes Wort, aber man benutzt die ja letztendlich dadurch und ich mag es nicht. Ja, teilweise. Ich meine, wenn du halt einen wirklichen Wert lieferst, aber wenn du jeden Tag 5 Stories auf Instagram reinhaust, wo du sagst, ja, kauft mein Produkt. Kauf das mit meinem Code, ich bekomme dafür Geld. Cool. Genau. Nee. Habe ich vorher eine Story gemacht. Du Unmensch, du. Da muss man mal ein bisschen Geld machen, dann Spaß. Okay. Und letzte Frage eigentlich, die ich an dich habe. Okay. Danke. Welche Person hat dich am meisten beeinflusst in deinem Leben? Da muss ich jetzt sagen, meine Mom. Weil bei so vielen Problemen, die ich habe, bei so vielen generellen Sachen, ne, Erziehung und sonst was, ne, die hat mich letztendlich mit meinem Dad natürlich zusammen, ne, und mit meinen Geschwistern, also generell würde ich sagen, meine Familie, wenn ich aber jemanden rauspicken müsste, wäre es meine Mom. Ich verdanke dir extrem viel. Vor allem halt eben, dass ich die Person bin, die ich heute bin, gehört definitiv dazu, dass sie da ihre Finger mit im Spiel hatte und die Suppe gekocht hat. Aber ansonsten, ja, die hat wirklich, bei irgendwelchen Problemen bin ich immer zu ihr gekommen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich mit irgendeinem Problem nicht zu ihr gehen konnte. Die hat mich immer unterstützt. Sie hat alles möglich gemacht, dass ich überhaupt hier stehen kann, wo ich jetzt aktuell bin. Die hat ja Geld in mich reingepumpt ohne Ende, damit ich überhaupt den Sport so weit machen kann, weil Skispringen kann echt teuer sein. Vor allem, wenn du alles selber zahlen musst und nicht im Verband bist. Und sie hat halt wirklich Zeit und Dedication gegeben und hat uns halt auch als die Menschen akzeptiert, die wir sind, hat uns eben auch keinen Willen aufgezwungen oder sonst irgendwas und hat einfach gesagt, mach dein Ding. Und wenn es Probleme gab, hat sie mir geholfen und ich bin absolut dankbar dafür. Abgesehen natürlich von den ganzen Trainern, die mir geholfen haben, hier hochzukommen. Ne? Also ich muss eigentlich so vielen Leuten verdanke ich überhaupt hier zu sein. Ne? Klar. Mein Go-To-Trainer, bei dem ich eigentlich letztendlich immer im Sommer trainiert habe jetzt die letzten Jahre, der bringt mich jetzt immer noch voran. Und das, obwohl ich jetzt bei anderen Trainern letztendlich bin.
Weil halt ab und zu dieser eine Satz zu sagen, ne, ich frage ihn danach immer nach dem Training so, hey, wie fandest du es eigentlich? Und dann sagt er so, also ich kenne es von dir eigentlich, dass du, keine Ahnung, von mir aus jetzt die Hände höher hattest oder sowas. Ne? Das kann beim Skispringen großen Einfluss haben. Und das hilft einfach, weil der kennt mich ja seit 5 Jahren. Der weiß ja, was ich mache seit 5 Jahren. Und deswegen für sowas bin ich extrem dankbar. Auch die Leute, die wollen einen auch wirklich aktiv vorwärts bringen wollen, mit denen du auch merkst, hey, die wollen, dass du besser wirst. Für jeden Fan und sonst irgendwie was, die mich unterstützen. Generell, ich bin nur ich. Ich mache nichts Besonderes. Ich mache nur meinen Sport. Ich habe nur Spaß. Aber danke, dass so viele Leute dann letztendlich trotzdem auch Gefallen daran haben und mich dabei auch unterstützen wollen, etc. Ja, safe. Geil. Geile Antwort. Das ist schon die zweite Antwort, die heute so geendet hat. Wunderbar. Bin ich ja froh, dass ich deinen Erwartungen gerecht geworden bin. Nee, das weniger, sondern dass du auf einem sehr guten Weg bist. Das Danke. freut mich einfach nur. Danke. Ich bin auch mega happy. Da bin ich ziemlich sicher, dass wir von dir auf jeden Fall in Zukunft noch einiges hören werden. Ich hoffe. Und ich hoffe nichts Negatives. Bin ich mir sicher. Nein. Kein Debakel oder so. Negatives Marketing ist auch Marketing, ne? Mehr oder weniger. Ja. Ich bin eigentlich nicht einer, der gerne Skandale verursacht. Aber also ich meine, lass das Ding. Well, you don't know. Na, ja, There are some people that want to spill some Leute. tea and do some shit. Ja. Naja. Whatever. Awesome, okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Ihr müsst jetzt gleich weiter. Ja, danke, Jason. Ja, was habt ihr heute noch vor? Wir gehen hier in München ein bisschen shoppen, Abendessen und dann geht's wieder nach Hause. Ja, sweet. Absolut. Awesome. Ich sag dir, wie gesagt, noch danke, dass ich hier sein durfte. Ja, safe. Ey, Hat absolut immer Spaß gerne. gemacht, das war lustig. Ich Schon muss geil, jetzt zwar oder? massiv aufs Klo, weil der Eistee, wie Ja. gesagt, geht durch wie Wasser. Aber wie gesagt, schmeckt voll geil. Also, Ihr könnt gerne was mitnehmen, wenn ihr möchtet. ich nehme bestimmt mal eine Flasche mit. Und Safe, ja. den Kontakt von Daniel kannst du mir ruhig auch mal geben, weil da. Sehr gerne, Oder ja, gerne stimmt. ich kann es auch einfach online bestellen, aber ich würde mir auch gerne persönlich mal Ja, Nachricht klar, schreiben, nee, safe. Den gebe wie ich ich dir das gerne mal finde, durch. etc. Da. Auch wenn es ihn möglicherweise nicht interessiert oder sonst irgendwie was. Na, weiß ja doch, nicht, ich glaube, wie das Leute könnte sogar was ziemlich Interessantes sein. Also, Daniel, falls du das zufälligerweise siehst, hier der liebe Philipp möchte gerne, dass du ihn sponsorst, so wie du mich sponsorst. Das habe ich jetzt nicht gesagt, du Idiot. Er ist so ein Honk. Also magst du das Produkt etwa nicht, ha? Aha. Ich finde das Produkt gut, aber nein. Darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Sorry. Nein, hallo. Ich will jetzt nicht, dass es so rüberkommt, weil das war wirklich nicht meine Ich Absicht. weiß schon, weil ich verarsche dich nur. Daniel, ich verarsche dich nur. so ein Mongo, Alter. Ich kläre dir den Ich weiß schon, warum ich dich ab und zu nicht hasse. Nein! Okay, ich gehe jetzt, Alter. Super. Alles klar, danke dir. Danke. Ja. Haust da rein. Dickes Dankeschön geht noch raus an das Werk 1, das mir hier die Möglichkeit gibt, meinen Podcast aufzunehmen. Man kann hier nicht nur das Podcast-Studio mieten, sondern zum Beispiel auch Coworking Spaces sowie Coworking Offices für digitale Startups oder sogar Co-Living Apartments, in denen man 1 bis 6 Monate leben kann. Und es gibt hier ein Café mit dem besten Kaffee in München, in dem man netzwerken und arbeiten kann. Also, wenn ihr Unternehmer seid oder es werden möchtet und aus München kommt, kommt unbedingt mal vorbei oder schaut euch die Webseite auf www.werk1.com an. Das Studio ist schon verdammt geil, muss ich sagen. Ist gut. Kann man auf jeden Fall machen. Gruß geht raus ans Werk 1. sowas von. Nee, deswegen. Und auch hier also, für, wie nenne ich das jetzt? Hi. Hi. Also, Ja. ich muss die Flasche umdrehen, damit man es auch sieht. Absolut. Er weiß Bescheid. Der Junge weiß, wie man vor der Kamera ist. Komm, sag mal ganz ehrlich, wie schmeckt's dir? Ich finde es gut. Ich finde es persönlich gut. Ich bin natürlich extrem viel Wasser gewohnt. Ne? Man merkt so leicht diesen, ich sag mal, künstlichen Geschmack, weil der halt einfach natürlich auch künstlich wahrscheinlich von der Wassermelone hergestellt wird. Ich denke nicht, dass sie dafür eine Wassermelone auf den Kopf stellen. Ne? Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt noch oben reinmachen, Wodka oben die Flasche Ja. reinstecken. Ne? Dies, das. Nee, ich find's persönlich echt gut. Also, ne, ich habe vorhin ja den ersten Schluck probiert. Ich fand's echt lecker. Ich habe die anderen jetzt auch noch nicht probiert, aber das werde ich mir für nachher. Ja, können wir ja nachher im Podcast noch machen. Genau, ne? Die Flasche wird wahrscheinlich dann leer sein, dann muss ich eine neue aufmachen. Ja, das hat auch so gut wie keinen Zucker. Das ist natürlich für einen Sportler extrem 5 interessant. Kalorien pro 100 Milliliter. Das sind 2,5 Tic-Tacs, ne? Also, ja. Echt? So viel gleich? Ich zähle auch immer, wenn ich auf dem Fahrrad stehe, ne? Oder wir haben da vorne die Anzeige, wo man sehen kann, wie viele Kalorien man verbrannt hat. Ja. Ich zähle immer die Tic-Tacs. Okay, die Tic-Tacs. Ja, weil ein Tic-Tac hat 2 Kalorien. Das hat mir irgendwann mal mein bester Freund erzählt. geil. Keine Ahnung, wie der da drauf gekommen ist. Aber Okay. ich weiß, dass ein Tic-Tac 2 Kalorien hat. Kann auch sein, dass es jetzt schon wieder anders ist. Aber Nicht schlecht. Das wusste ich jetzt nicht. Wieder was gelernt heute. ja, das siehst du mal, ne? Sehr Jetzt bist geil. du richtig schlau mit den unnötigen, unnötige Information, die du nie brauchst. Na, hallo, ich werde auch nur noch in Tic-Tacs rechnen, ab sofort. Ja, eben. Das ist wie wenn du zum Beispiel Wege mit Musiksongs berechnest. So, du gehst 9 Minuten zum Gym, Ja. das sind 3. Das sind im Grunde genommen 3 Songs oder 2,5, je nachdem, was du anhörst. Ne? Nee, 3. Aber das sind 3. Ich weiß noch, als ich zum Beispiel für mein Abi trainiert hatte, ne? Also wo ich und Ausdauersport, ne? Geht gar nicht. Ja. Und dann habe ich auch gerechnet, letztendlich, ich habe mir einen Song ausgesucht, ich weiß nicht mehr genau, welcher das war,
weil ich brauchte, glaube ich, knapp 4 Minuten, um letztendlich in dem Abi diese, ich glaube, es waren 10 Punkte zu bekommen. Was musstest du da machen? Laufen, Ausdauer? Ja, 1000 Meter Lauf. 1000 Meter, okay. Und dann habe ich meine Kopfhörer aufgesetzt. In dem Moment, wo ich losgerannt bin, habe ich auf Start gedrückt. Dann habe ich geguckt, wie weit ich nach diesen 4 Minuten, die ich mir angehört habe von dem Song, wenn er rum war, habe ich einen Ton eingespielt, dass ich weiß, okay, jetzt ist er rum. Dann habe ich geguckt, wie lange ich gebraucht habe. Bei meinem ersten bin ich einfach legit nur 1,5 Kilometer weit gekommen. Dann habe ich gewusst, okay, fuck, ich muss richtig Gas geben. Dann beim Abitur war es aber ganz lustig, weil ich habe mich dann einfach gesagt, was ich kann, ist beißen. Ne? Das bist du einfach im Sport, bist du einfach gewohnt, beißen zu können. Und deswegen bin ich dann einfach bei diesem Run habe ich mich an die schnellsten rangehängt, bin nach der ersten Runde massiv eingegangen und dann habe ich am Ende nochmal einen Schlusssprint hingelegt auf den letzten 100 Metern und habe noch mit 6 Leute überholt und dann habe ich noch die 10 Punkte geschafft und ich hatte 5 angezielt, ne? Was auch peinlich ist eigentlich als Sportler, ne? Aber trotzdem. Ja, du als Skispringer brauchst keine Ausdauer, also hallo. Richtig, also wir sind jetzt ja im Weltcup, es ist so, dass du brauchst einen Lift bis ganz nach oben, ansonsten wird er nicht zugelassen von der FIS. Klar. Das heißt, ich muss nicht laufen. Mein weitester Weg ist von meinem PC zum Kühlschrank. Okay? Und vielleicht dann runter zum Auto, wenn ich dann ins Training fahre. Ne? Gut, jetzt im Sommer kann ich auch das Fahrrad nehmen. Aber wie oft machst du das? Ich habe es bislang noch kein einziges Mal gemacht, muss ich sagen. Muss ich zugeben. Busted. Oh shit, you got me on that one. Ja, siehst du? Ja. Okay, ja, mega geil. Ja, wir sind schon absolut reingerutscht. Voll reingerutscht, Aber nochmal danke an dich, dass du heute hier bist. Kein Problem, Freut mich gerne. mega. Ich hoffe, dir gefällt es hier schon mal. Also, auch wenn wir schon wesentlich über der Zeit sind, aber scheiß drauf. Ja, das ist wurscht. Ich meine, wir haben jetzt vor 5 Minuten angefangen, also von dem her, das ist vollkommen entspannt. Ja, optimal. Okay. Nee, aber ich bin gerne hier. Also, hat mich auch gefreut, dass du mich da gefragt hattest. Safe, weil hallo. Podcast war schon immer irgendwie was ich mal gerne selber mal machen würde. Ja. Bin aber nie dazu gekommen, ne? Obwohl ich eigentlich die Zeit dafür eigentlich habe. Ja. Aber bei mir war dann halt immer so Thema, ja, Sport, dies, das. Und ich sag mal so, ich persönlich bin der Meinung, das kann man vielleicht in einen Podcast, in eine Folge, vielleicht in 2 aufnehmen, aber mehr ist es eigentlich nicht, weil letztendlich redet man relativ viel und das ist halt in 3 Stunden vielleicht dann weg. Ja, es ist mehr eigentlich so ein Lifestyle-mäßig, als würdest du, also es wäre vielleicht besser, wenn du Vlogs machen würdest. Vermutlich, ja. Im Sinne von, wie sieht dein Trainingsablauf aus und was auch immer. Das wäre, glaube ich, sustainable, wie man so sagt. Schätze ich mal, weil du halt immer wieder was Neues erlebst und an anderen Orten bist und neue Hotels und was weiß ich was. Du kannst die ganzen Reviews im Grunde genommen machen, ne? Ja, safe. Also wenn ich du wäre, würde ich das machen. Aber ganz ehrlich, ich hab's versucht mit Vloggen. Gerade zum Beispiel mein Weg nach München oder nach Rumänien, wo ich vorletzte Woche war. Ja. Es ist so unglaublich anstrengend. Schon, gell? Es ist krank. Vor allem, das Problem, finde ich, ist bei Vlogs immer, im Vergleich zu einem Podcast, der läuft 1,5 Stunden durch, ne? Ja. So, bei einem Vlog hast du super viele einzelne Schnipsel und die dann letztendlich dann zusammenzupacken. Ja. Es ist so viel Arbeit. Also ganz ehrlich, wenn ich jemanden hätte, der mir den ganzen Tag folgt mit der Kamera und dann das Ganze cuttet, easy, gar kein Problem. Aber das selber machen. Du musst halt auch erstmal, sag ich mal, wenn du nichts nebenbei hast, ne, womit du Geld verdienst, sag ich jetzt mal, und du sagst, okay, ich will mit Vlog mein Geld machen und dir dann den Cutter anzustellen, ist ein massives Minusgeschäft am Anfang, weil das auf jeden Fall, wie lange brauchst du, bis du überhaupt erstmal Reichweite erreichst auf YouTube? Das sind ja hunderte Millionen von Minuten, die da irgendwie im Jahr hochgeladen oder am Tag, glaube ich, sogar hochgeladen werden. Das ist brutal. Also von dem her, ich schätze, dass es heutzutage noch schwieriger ist als damals zu Zeiten Gronkh und sowas. Da, wo ich so extrem viel YouTube geschaut habe, ist jetzt auch weniger geworden. Aber trotzdem, ich glaube, dass es Vlog-mäßig ist zwar interessant, aber ich glaube, es ist auch ein echt knochenharter Job. Absolut, vor allem, du brauchst ja immer neuen Content. Ja, eben. Das ist ja noch das Allerschlimmste daran. Ja. Du musst dir immer irgendwas einfallen lassen. Am besten lässt sich dann irgendwo einsperren und probierst dann 24 Stunden drinnen zu bleiben. Ne? Ja, also, das ist dann schon wieder Mr. Beast-Style, weißt du? Ja, genau. Das macht dann aber auch schon wieder mehr Sinn. Aber das ist halt die Sache, er kann die Videos auch nur so machen, weil er so viel Reichweite hat. Ja, absolut. Und ich meine, hat er gesagt, am Anfang hat er immer selber voll rein investieren müssen. Jetzt läuft das Ding halt wahrscheinlich mehr oder weniger selber. Ja. Und dass er halt sagt, ja, okay, 300.000 Euro für 100 Leute in einem Raum von Alter 1 bis 100. Das macht halt kein anderer. Und deswegen funktioniert das auch, weil er der Einzige ist. Ja. Er hat aber zum Beispiel auch gesagt, so, es ist leichter, ein Video zum Beispiel auf die Startseite von YouTube zu bringen, als 100 Videos wirklich gut zu machen. So. Und das, finde ich, stimmt absolut, weil gerade wenn du zum Beispiel sein letztes Video anschaust oder sowas, ich glaube, es war Age 1 200, who wins the, keine Ahnung, 500.000. Ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas, genau. Und das ist halt einfacher letztendlich sozusagen zu machen, als 100 Videos, die dann wirklich alle gut sind. So. Das ist richtig, ja. Der investiert halt sein Geld alles in ein einziges Video, aber das kommt halt dann auch so gut an,
dass es halt letztendlich wahrscheinlich wieder das Ganze zurückmacht. Und es hat ja noch seine Schokolade und was weiß ich, was er verkaufen kann. Der macht ja sowieso Money. Aber sei ihm gegönnt. Ne? Gibt es zum Beispiel bei uns beim Skispringen eher weniger? Was meinst du jetzt so? Ja, dass du nebenher irgendwelche Produkte hast, die du verkaufen kannst. Ja. Weil ich meine, ich habe jetzt auch Sponsoren, ne? Also ich vertrete die ja letztendlich auf meinem Ski, auf meinem Helm, auf meiner Trinkflasche. Ja. Aber letztendlich das Problem ist, du hast halt jetzt, sag ich mal, nicht wie im Fußball oder Basketball oder Volleyball, letztendlich so Teamtrikots oder sowas. Das heißt, du hast eigentlich nicht wirklich, es gibt sehr, sehr wenige, die eigentlich einen Fanshop haben und ich weiß nicht, ob die bei denen funktionieren. Aus Deutschland weiß ich jetzt nur, dass da Andreas Wellinger einen hat. Aber ansonsten, es gibt so wenige im Skispringen, dass es eigentlich fast schon irritierend ist, dass es so wenig gibt. Weil eigentlich müsstest du ja denken, es ist der zweitbekannteste Sport in Deutschland, der zweitmeist geschaute Sport. Aber dass sowas dann nicht läuft, ist schon irgendwie komisch. Weil ich würde zum Beispiel auch übelst gerne einfach eine eigene Modemarke oder sowas aufziehen. Klar. Und da könnte ich dann meine Fans dafür, ich sag mal, benutzen. Das klingt absolut scheiße, weil ich hasse das Wort, ne? Die Fans unterstützen mich ja. Ja, du kannst aber ich habe die Reichweite Wert bringen, sozusagen. Genau. Ja. Ich könnte halt denen sagen, okay, Leute, wie findet ihr das oder sonst irgendwie was? Ja. Es wäre auch letztendlich eine Sache, die ich eigentlich dann neben dem Skispringen eigentlich wirklich abgekapselt von dem Skispringen eigentlich gerne machen würde. Also wirklich, okay, ich mache Mode dann nur mit. Zweites Businessmäßig so. Genau, ich will das nicht eigentlich mit dem Skispringen in Verbindung bringen. Das ist zum Beispiel, ich streame ja auch auf Twitch. Und da finde ich eigentlich genauso. Ich bin eigentlich an sich ein Fan davon, dass jetzt so viele Leute da sind, weil die halt einfach übers Skispringen mich kennen. Aber, und hoffe ich jetzt, dass keiner das böse aufnimmt, es ist irgendwie, für mich war das Game früher immer letztendlich so ein bisschen ein Ausweg aus dem Alltag beim Skispringen. Klar. Weil ich konnte einfach mich letztendlich ablenken, ich konnte zocken. Das ist ja, glaube ich, 6 Stunden für jeden mehr oder weniger. Genau, Flucht ein bisschen aus dem Leben, ne? Auch nicht negativ ist gemeint, sondern wirklich absolut positiv. Bei mir ist das ja bis hierher jetzt gelaufen. Jetzt bin ich ein Teil von der Weltcup-Mannschaft. Ja. Der eine geht ins Fitnessstudio, der andere geht Radfahren. Genau, das ist ja für jeden, der eine liest ein Buch, ne? Also zum Beispiel. Jedem genau das seine, ne? Also und deswegen fand ich es dann, und die ganzen Leute interessieren sich dann halt nur fürs Skispringen, die bei mir im Stream drin sind. Das ist vollkommen in Ordnung, vollkommen cool. Aber ich bin ja in dem Moment am Zocken und ich will in dem Moment eigentlich nicht übers Skispringen groß nachdenken. Stimmt, Und deswegen bin ich eigentlich eher ein Fan davon, wenn sie dann wirklich nämlich aktiv zu den Spielen fragen oder mir Tipps zu den Spielen geben oder dafür da sind, dass ich hier gerade eben am Spielen bin. Und nicht dann letztendlich halt sich eigentlich nur fürs Skispringen interessieren. Aber es ist vollkommen fein. Ich bin happy, dass ich in jedem Fragen beantworten kann und sonst irgendwie was. Absolut. Da habe ich das letzte Mal erst irgendwas darüber gehört, dass sozusagen manche Leute, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendein YouTuber, der hat von Anfang an einfach immer random Content. Ach genau, das war Danny Duncan, falls du den zufällig kennst. Das ist ziemlich bekannter amerikanischer Vlogger. Und was heißt Vlogger? Der macht halt einfach super geile Videos, so Vlog-Style-mäßig. Und der hat halt einfach gemeint, okay, er hat von Anfang an einen kompletten Mix aus zum Beispiel Pranks gemacht, aus Lifestyle, aus Vlogs und was auch immer, dass der gar nicht erst in eine Schiene sozusagen reingerät. Und das ist, glaube ich, bei dir eben passiert, eben durch das Skispringen. Du bist in diese eine Schiene reingeraten und da ist es dann eben sehr schwer, wieder rauszukommen. Ja, absolut. Bei ihm, er hat den kompletten Mix gehabt, deswegen wussten die Leute von ihm direkt, hey, okay, da kommt jedes Mal irgendwas anderes. Deswegen ich wüsste jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht, was ich dir sagen sollte, damit du aus dieser Schiene sozusagen ein bisschen mehr rauskommst. Am einfachsten wäre es, das habe ich ja damals gesagt gehabt, ne, so, weil als Livestreamer ist das Problem, du hast am Anfang, wenn dich keine Sau kennt, dich guckt keiner. Ja. Zweites Problem ist, du musst eigentlich wirklich einen Wochenplan haben, dass die Leute wissen, okay, ich schalte jeden Mittwoch um 19 Uhr an, dann ist er da. Das ist ja das Gleiche beim Podcast im Prinzip. Richtig, das kann ich halt nicht. Beim Podcast ist es vielleicht ein bisschen einfacher, da kannst du sagen, okay, ich lade das Video halt jeden Mittwoch hoch. Ja, aber du brauchst halt auch nochmal die Gäste und das Gute ist aber, durch die Gäste bekommst du eben die Reichweite. Das ist richtig, weil die interessieren sich dann für den Gast. Exakt. Genau. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe es bei mir bei Twitch auch gedacht, ob ich mir theoretisch einfach einen neuen Account erstelle, ohne Facecam-Stream und dann halt wieder bei Null anfangen. Das ist halt die eine Sache. Aber es macht so auch Spaß. Was jetzt zum Beispiel Twitch angeht, würde ich dir am ersten raten, dass du dir versuchst, da wirklich irgendwie so ein kleines Netzwerk aufzubauen, dass du im Prinzip mit anderen Leuten zusammen streamst. Ja. Aber wenn du da jemanden bekommst, der halt irgendwie groß ist, also vor allem, das muss ja am Anfang nicht mal groß sein, sondern du arbeitest dich ja auch nach oben. Das ist richtig. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade das Privileg gehabt, dass ich halt jetzt geile Gäste bekomme, weil mein Netzwerk eben schon relativ gut ist. Aber wenn mein Netzwerk auch nicht gut wäre, dann müsste ich halt auch sozusagen den Otto von nebenan das ist richtig, und mich hocharbeiten. Das ist halt das Ding. Und wenn du das machst, dann kommen die Leute, glaube ich, von sich selbst. Entweder von selber oder generell, du hast da einfach einen anderen Standfuß, wo du sagen kannst, hey Leute, guck mal, ich hatte den Gast, den Gast dabei. Ja.